Wie finde ich das aktuelle Event? Die Drop-Chance ist bis jetzt ziemlich gut von den Boxen. Naja, also schlecht ist auf jeden Fall, dass die Boxen nicht stacken, aber gut, das wird ja vermutlich gefixt. Wobei, eigentlich ist es inakzeptabel, dass das Event überhaupt so gestartet ist, aber ich meine, über solche Kleinigkeiten kann man sich ja schon fast gar nicht mehr richtig aufregen, wenn man ehrlich ist. Daran ist man ja gewöhnt. Was ich aber sagen muss, ist, mir persönlich geht es auf den Sack, dass sie immer wieder Wege finden, ich meine, das macht schon Sinn an für sich, aber eigentlich auch wieder nicht, je nachdem, wie man es betrachtet. Sondern, also was ich meine ist quasi, sie zwingen dich dazu, etwas zu tun, was du normalerweise nicht tun würdest. Mit den Berries, Mining, Woodcutting oder was auch immer, kannst du dir aussuchen. Für die meisten wird es Berries sein. Und ich meine, ja, du musst nur 3 Berries für 8 Chars pflücken. Habe ich schon verstanden. Oder collecten. Aber es geht ja allein schon um den Prozess, dass du überhaupt diese Berries pflücken musst, weil, ich meine, ich verstehe grundsätzlich, was die Initiative dahinter ist. Du willst den Leuten halt zeigen, yo, da gibt's so Berries und die kannst du halt farmen und daraus kannst du irgendwas machen oder so. Also ich denke mal, das ist der grundsätzliche Ansatz dahinter. Und das Problem ist aber, also Berries ist vielleicht nicht das beste Beispiel, weil das relativ schnell geht, aber die anderen 3 Sachen, Woodcutting, Herb Gathering und Mining, es gibt einen guten Grund, warum das keiner macht, weil die Leute das halt einfach nicht wollen. Und ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, ein Event zu machen, wo du den Leuten quasi aufzeigst, guck mal, da gibt's doch dies und jenes und pipapo. Ja, mag schon sein und der eine oder andere weiß es vielleicht wirklich nicht, dass es das gibt, aber die meisten wissen es wahrscheinlich und machen es absichtlich nicht. Und ich denke mir halt immer so, ich verstehe, dass man darauf aufmerksam machen will, hey, guck mal, da gibt's doch noch was anderes, außer nur den ganzen Tag leveln. Aber auf der anderen Seite muss man auch verstehen, dass es halt für viele Leute einfach so ist, dass sie es einfach nicht machen wollen. Und ich meine, in dem Event ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil es wirklich verhältnismäßig unaufwendig ist. Aber ich finde halt beim Fischen das gleiche, Fishing Champion, ich meine, da war es schon etwas aufwendiger. Also ich meine, da musste man schon echt viel fischen, um da seine ganzen Belohnungen abholen zu können. Also da war es auf jeden Fall etwas mehr als einfach nur kurz mal 3 Berries pflücken. Und ich finde es halt etwas fragwürdig, dass du deine Spieler dazu zwingen willst, etwas zu machen, was sie normalerweise nicht machen würden oder was sie nicht machen wollen. Weil das sorgt eigentlich nicht wirklich dafür, dass dann also es sorgt jetzt wohl kaum dafür, dass die Leute jetzt alle Bock haben zu fischen oder alle Bock haben, Berries zu farmen. Es ist eher so, man macht's halt, weil man anders die Belohnungen nicht bekommen kann. Und das wahre Problem, warum die Leute das eigentlich nicht machen wollen oder warum die Leute kein Fan von diesen Systemen sind, das wird weiterhin ignoriert. Sondern man probiert nur mit einem Event quasi auf Zwang die Leute dazu zu zwingen, eben diese Mechaniken, diese, keine Ahnung, Systeme zu nutzen, arbeitet aber nicht daran, diese Systeme tatsächlich so gut zu machen oder zu verbessern, dass die Leute sie tatsächlich nutzen wollen, sondern man zwingt sie einfach in Form eines Events dazu und das ist halt meiner Meinung nach der falsche Ansatz. So sehe ich das einfach. Aber kann man natürlich auch anders sehen. Aber ich finde halt grundsätzlich, also es ist das gleiche wie mit Catchern. Beim Battle Pass früher war es ja auch so, dass teilweise die Battle Pässe so schwer waren, dass du sie tatsächlich nicht erreichen oder dass du wirklich Level 30 nicht gepackt hast, wenn du nur Tower, also die letzten Monate war es ja eigentlich so, du machst jeden Tag deine Tower Dailies und bist eine Stunde online und du schaffst Battle Pass Level 45 gefühlt. Es gab aber auch mal Zeiten, da war der Battle Pass tatsächlich so schwierig, dass du tatsächlich aktiv upgraden musstest, jede Woche die 5 Millionen Penya ausgeben und so weiter, wo das tatsächlich echt schwer war, vor allem mit mehreren Charaktern, die nicht selber aktiv was gemacht haben, den tatsächlich abzuschließen. Und da war es ähnlich, da haben sie dann auch irgendwelche Sachen reingepackt, wo du dir gedacht hast, Alter, wenn das jetzt keine Battle Pass Aufgabe wäre, würde ich das niemals machen. Ich mache das wirklich nur aus dem einzigen Grund, weil das jetzt im Battle Pass ist und ich anders meine Products aus dem Battle Pass nicht kriegen kann. Sonst würde ich das nie im Leben machen. Und wie gesagt, das ist halt, also auf der einen Seite kann man es verstehen, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, aber trotzdem irgendwie kacke, weil das macht ja dieses Thema an sich auch nicht besser. Und wenn die Leute so eine heftige Abneigung dagegen haben, dann scheint ja da irgendwas grundlegend falsch zu sein mit dem System. Und dann sollte man sich als Entwickler wahrscheinlich mal angucken, warum hassen die Leute das so sehr? Warum macht das keiner? Außer für das Event.
Und dann könnte man es eventuell so weit verbessern, dass man nicht mehr so eine abnormale Abneigung dagegen entwickelt. Ich kann jetzt natürlich auch nicht für alle sprechen, aber ich weiß, dass es also ich bin auf jeden Fall nicht der Einzige, der es so sieht. Und ja, also wie gesagt, es ist so 50-50. Also man kann es ein bisschen nachvollziehen, aber auch irgendwie nicht. Es steht so ein bisschen in der Mitte. Und ja, also ich fände es trotzdem besser, wenn sie einfach... Also ich meine, über das Event-Thema kann man lange genug streiten. Letztendlich wäre die absolut perfekte Lösung. Sie machen einfach Events für solche speziellen Systeme zusätzlich und geben uns die alten Flive-PC-Events wieder. Das wäre eigentlich Best-Case-Szenario, weil das will ja sowieso jeder gefühlt. Jeder will die alten Flive-PC-Events, weil die einfach geil waren. Das alte Weihnachtsevent, das alte Fußball-Event, das alte alles im Endeffekt einfach. Silver Heart Event. Gibt so viele gute. Texas Hold'em mit den Karten. Alles Mögliche von damals. Einfach uns die wiedergeben. Und dann könnte man ja zusätzlich kleinere Events starten, zum Beispiel ein Berry Champion Event, ein Mining Champion Event. Dann kannst du ja trotzdem noch Systeme machen. Dann kannst du aktiv an den Systemen arbeiten, sie verbessern und zeitgleich den Leuten eine Belohnung geben, zusätzlich zu dem normalen, also jetzt im Beispiel vom Lifestyle, das sie jetzt ja schon seit ein paar Monaten hier probieren, in Events einzubauen, könnte man ja zusätzliche Events starten, dass es sich noch mehr lohnt, diese Systeme zu farmen oder tatsächlich zu nutzen. Und ja, also irgendwie so halt. Das wäre, glaube ich, so ein guter Kompromiss. Weil dann könnten die Leute, die sagen, ich habe absolut keinen Bock drauf, diese Mechaniken, Systeme zu nutzen. Die könnten einfach die Standard-Events farmen. Und die anderen Leute farmen halt, die Bock drauf haben, farmen halt die, sag ich mal, unkonventionellen Events, wo man nicht mal Monster töten muss, dann vielleicht für Belohnungen. Und dann ist ja jeder glücklich. Aber wenn es nur eine Art von Event gibt, wie gesagt, jetzt mit Berries, das ist vom Aufwand her so gering, da passt das jetzt nicht so gut. Bei dem Fishing Champion Event hat das jetzt sehr viel besser, oder würde das jetzt sehr viel besser passen, aber das ist ja schon vorbei. Ja, dann würde man sich nicht so vorkommen, als würde man es jetzt machen müssen, nur um seine Eventbelohnungen zum Beispiel zu kriegen. Und ja, das ist so meine Ansicht. Also ich finde das nicht so cool. Kein Weltuntergang, aber also jetzt in diesem Event nicht, aber es könnte ein Weltuntergang sein. Auch das damals mit Channel 4, dass sie dich zwingen, auf Channel 4 zu spielen, für diese 3 PK-Chips, die du jeden Tag gebraucht hast bei dem Event, fand ich auch nicht cool, weil ich meine, letztendlich, sie zwingen dich etwas zu tun, was du gar nicht machen willst. Und anders kannst du keine Eventbelohnungen kriegen. Ich meine, es ist einfach irgendwo nicht cool, wenn man dich zu irgendwas zwingt. Ich meine, klar, irgendwas muss man für ein Event machen. Ich meine, du kannst nicht einfach online gehen, dir 50.000 Boxen abholen und wieder offline gehen, ohne irgendwas zu machen. Das ist auch klar. Aber man kann ja einfach neutrale Sachen machen. Oder wie gesagt, Standard-Flive-PC-Events, wo du einfach noch Monster töten musst. Das ist immer das Gleiche. Töte Monster Level 15 plus, pipapo. High Village Level 90. Töte einfach Monster, pipapo, drop Items, pipapo, tausch gegen Boxen ein. Fertig.